Die Smaragdtafeln von Tod dem Atlanta. Tafel 6. Der Schlüssel der Magie. Höre, o Mensch, auf die Weisheit der Magie. Höre auf das Wissen vergessener Macht. Vor langer, langer Zeit, in den Tagen des ersten Menschen, begann ein Krieg zwischen der Dunkelheit und dem Licht. Damals waren die Menschen, wie auch heute, erfüllt sowohl von Finsternis als auch von Licht, und während in einigen die Finsternis vorherrschte, erfüllte bei anderen Licht die Seele. Ja, dieser Krieg ist uralt, es ist der ewige Kampf zwischen Dunkelheit und Licht. Verbissen wird er ausgefochten durch alle Zeiten. Unbekannte Kräfte werden eingesetzt, die dem Menschen verborgen sind. Es gab Adepten, die voll der Schwärze waren und immer gegen das Licht ankämpften. Aber auch andere, die, von Glanz erfüllt, immer die Dunkelheit der Nacht bekämpften. Wo auch immer du gewesen sein magst, in allen Zeiten und auf allen Ebenen, sicherlich wirst du von dem Kampf mit der Nacht wissen. Vor langer Zeit fanden die herabsteigenden Sonnen des Morgens die Welt voller Dunkelheit vor. Damals, in jener vergangenen Zeit, begann der uralte Kampf zwischen der Finsternis und dem Licht. Viele waren in jener Zeit dermaßen von Dunkelheit erfüllt, dass das Licht nur spärlich aus der Nacht schien. Es gab dort einige Meister der Dunkelheit, die versuchten, alles mit ihrer Finsternis zu erfüllen. Sie versuchten, andere in ihre Dunkelheit hineinzuziehen. Als Meister der Klarheit kämpften diese aber heftig aus der Dunkelheit der Nacht. Die Dunkeln versuchten, die Fesseln und Ketten, die den Menschen an die Dunkelheit der Nacht binden, immer enger zu ziehen. Sie gebrauchten immer schwarze Magie, die von der Macht der Finsternis im Menschen gebracht worden war. Eine Magie, welche die Seele des Menschen in Dunkelheit hüllt. Sie waren in einem Orden zusammengeschlossen, in der Bruderschaft der Dunkelheit. Durch alle Zeiten hindurch waren sie die Gegenspieler der Menschenkinder. Sie bewegten sich immer heimlich und im Verborgenen, entdeckt und doch nicht entdeckt durch die Menschenkinder. Immerwährend wanderten und arbeiteten sie in der Finsternis, verborgen vom Licht in der Dunkelheit der Nacht. Leise und heimlich gebrauchten sie ihre Macht, versklavten und verstrickten die Seelen der Menschen. Ungesehen kommen sie und ungesehen gehen sie. Der Mensch in seiner Unwissenheit ruft sie von unten. Dunkel ist der Weg, den die dunklen Brüder nehmen, dunkler als die Dunkelheit der Nacht. Während sie über die Erde wandeln, gehen sie durch die Träume des Menschen. Sie haben von der Finsternis, die sie umgibt, die Macht erlangt, andere Bewohner aus ihrer Ebene herauszuholen. Sie haben die Macht, diese zu lenken und zu dirigieren auf Weisen, die beim Menschen dunkel und unerkannt sind. Die dunklen Brüder greifen ins Bewusstsein der Menschen ein und umhüllen es mit dem Schleier ihrer Nacht. In diesem Falle verweilt die Seele während ihrer ganzen Lebenszeit in Knechtschaft,
gebunden durch die Schlingen des Schleiers der Nacht. Mächtig sind sie im verbotenen Wissen, verboten, weil es eins ist mit der Nacht. Höre, o Mensch, und lausche meiner Warnung. Sei frei vom Joch der Nacht. Gib deine Seele nicht den Brüdern der Dunkelheit hin. Halte dein Antlitz immer dem Licht zugewandt. Weißt du nicht, o Mensch, dass dein Leid nur durch den Schleier der Nacht gekommen ist? Ja, Mensch, beachte immer meine Warnung. Strebe immer aufwärts und wende deine Seele immer dem Licht zu. Die Brüder der Dunkelheit suchen als ihre Brüder vor allem jene, die dem Pfad des Lichts schon gegangen sind. Denn sie wissen genau, dass jene, die auf ihrem Pfad zum Licht der Sonne schon weit entgegengewandert sind, große, ja immense Macht besitzen, um die Kinder des Lichts mit Dunkelheit zu binden. Höre, o Mensch, auf den, der zu dir kommt, aber wäge in der Stille ab, ob seine Worte des Lichtes sind, denn es gibt viele, die in dunkler Strahlkraft wandern und doch keine Kinder des Lichts sind. Es ist leicht, ihrem Pfad, ihrer Führung zu folgen, aber, o Mensch, beachte stets meine Warnung. Licht kommt nur zu dem, der danach strebt. Beschwerlich ist der Weg, der zur Weisheit und ins Licht führt. Du wirst viele Steine auf deinem Weg finden, dem Licht entgegen sind viele Berge zu erklimmen. Aber wisse, o Mensch, dass derjenige, der den freien Willen überwindet, auf dem Weg des Lichts sein wird. Folge niemals den dunklen Brüdern, sei immer ein Kind des Lichts, denn wisse, o Mensch, am Ende muss immer das Licht siegen, und die Finsternis und die Nacht werden aus dem Licht verbannt. Lausche, o Mensch, und erkenne diese Weisheit. Genau wie die Dunkelheit ist auch das Licht. Wenn die Dunkelheit verbannt ist und alle Schleier zerrissen sind, dann wird aus der Dunkelheit das Licht erstrahlen. Genau wie unter den Menschen die dunklen Brüder leben, so existieren dort auch die Brüder des Lichts. Sie sind Gegenspieler der Brüder der Dunkelheit und versuchen, die Menschen von der Nacht zu befreien. Sie haben mächtige und starke Kräfte und kennen das Gesetz, dem die Planeten gehorchen. Sie arbeiten stets in Harmonie und Ordnung. Sie befreien die Menschenseele aus ihrer Verstrickung der Nacht. Auch sie arbeiten heimlich und unerkannt. Sie sind den Menschenkindern nicht bekannt, doch wisse, sie gehen immer mit dir, zeigen den Menschenkindern den Weg. Sie haben stets gegen die dunklen Brüder gekämpft. Endlose Male siegten sie und wurden sie besiegt. Doch wird das Licht am Ende immer der Meister sein und die Finsternis der Nacht vertreiben. Ja, Mensch, erkenne dieses Wissen. Immer gehen die Kinder des Lichts neben dir. Meister der Sonnenkraft sind sie, stets unsichtbar und doch Beschützer der Menschen. Ihr Weg steht allen offen, steht denjenigen offen, die im Licht gehen wollen. Frei sind sie vom dunklen Amenti, frei von den Hallen, wo das Leben unangefochten herrscht.
Sonnen sind sie und Herren des Morgens, Kinder des Lichts, um unter den Menschen zu leuchten. Wie Menschen sind sie und doch nicht wie sie. Sie waren in der Vergangenheit niemals getrennt. Eins sind sie gewesen in ewigem Einssein, durch den ganzen Raum hindurch seit Anbeginn der Zeit. Sie kamen herauf im Einssein mit dem Alleinen, herauf aus dem Erstraum, geformt und ungeformt. Sie gaben dem Menschen Geheimnisse, die ihn behüten und beschützen sollen vor allem Schaden. Wer den Pfad des Meisters gehen möchte, muss frei sein vom Joch der Nacht. Er muss das Formlose und das Phantom der Furcht meistern. Wissend muss er alle Geheimnisse ergründen, muss den Weg gehen, der durch die Finsternis führt. Doch immer muss er das Licht seines Ziels vor sich halten. Große Hindernisse wird er auf dem Weg antreffen, doch wird er vorwärts drängen auf dem Weg zum Licht der Sonne. Höre, o Mensch, die Sonne ist das Symbol des Lichts, das am Ende deiner Straße scheint. Ich übergebe dir nun die Geheimnisse. Wie der dunklen Macht zu begegnen ist, wie man der Angst vor der Nacht begegnet und sie besiegt. Nur durch Erkenntnis kannst du sie überwinden, nur durch Wissen kommst du zum Licht. Jetzt gebe ich dir das Wissen, das den Meistern bekannt ist, die Erkenntnis, die all die dunklen Ängste besiegt. Wende die Weisheit an, die ich dir gebe. Meister sollst du sein über die Brüder der Nacht. Wenn ein Gefühl zu dir kommt, das dich näher zum dunklen Tor zieht, so untersuche dein Herz und finde heraus, ob das Gefühl, das du hast, aus deinem Innern kommt. Falls du die Dunkelheit in deinen eigenen Gedanken findest, so verbanne sie aus deinem Kopf. Schicke durch deinen Körper eine Schwingungswelle, zuerst unregelmäßig und dann regelmäßig, und wiederhole das so lange, bis du frei bist. Beginne die Wellenkraft in deinem Gehirnzentrum und lenke sie in Wellen von deinem Kopf zu deinen Füßen. Aber falls du findest, dass dein Herz nicht dunkel ist, sei sicher, dass eine Kraft auf dich gerichtet ist. Nur durch Wissen kannst du sie überwinden. Nur durch Weisheit kannst du hoffen, frei zu sein. Wissen bringt Weisheit, und Weisheit ist Macht. Erreiche sie, und du wirst Macht über alles haben. Suche zuerst einen von der Dunkelheit umhüllten Ort, dann zeichne einen Kreis um dich herum und stehe aufrecht inmitten des Kreises. Gebrauche nachstehende Formel, und du wirst frei sein. Erhebe deine Hände zum dunklen Raum über dir. Schließe deine Augen und lass das Licht in dich einströmen. Rufe durch die Raumzeit den Geist des Lichtes an. Gebrauche die folgenden Worte, und du wirst frei sein. Fülle du meinen Körper, o Geist des Lichts. Fülle du meinen Körper mit dem Geist des Lichts. Komme von der Blume, die durch die Dunkelheit scheint. Komme von den Hallen, wo die 7 Herren regieren.
Ich nenne die 7 bei Namen, 3, 4, 5 und 6, 7, 8, 9. Bei ihren Namen rufe ich sie, dass sie mir helfen, mich zu befreien und mich zu erretten vor der Dunkelheit der Nacht. Untanas, Quertas, Chital und Goiana, Huertal, Semveta, Ardal. Bei ihren Namen bitte ich dich inständig, befreie mich von der Dunkelheit und erfülle mich mit Licht. Wisse, o Mensch, dass, wenn du dies getan hast, du dann frei sein wirst von den Fesseln, die dich binden. Wirf das Joch der Brüder der Nacht ab. Siehst du nicht, dass die Namen die Kraft haben, durch Schwingung die Fesseln zu lösen, die dich binden? Gebrauche sie nach Bedarf, deinen Bruder zu befreien, damit auch er der Nacht entkommt. Du, o Mensch, bist deines Bruders Helfer. Lass ihn nicht in der Knechtschaft der Nacht liegen. Jetzt gebe ich dir meine Magie. Nimm sie und verweile auf dem Weg des Lichts. Sei voller Licht, sei voller Leben, eine Sonne mögest du sein auf dem höheren Zyklus. Interpretation der Tafel 6. In dieser Tafel spricht Tod von Magie, und er benutzt das Wort, um den Einsatz von höher entwickelter Macht in der Kriegsführung zwischen Kräften der Ordnung und der Unordnung zu bezeichnen. Dieser Krieg hat sich seit dem Fall des Menschen im ersten Zyklus fortgesetzt und wird sich fortsetzen, bis das kosmische Bewusstsein bereit ist, durch Suntal hindurchzugehen. Es gibt Adepten, welche die großen Energien des Kosmos zur Zerstörung benutzen, statt für den Aufbau. Denn das Gesetz wirkt sowohl für Gut wie für Böse, für Positives wie für Negatives. Jene Adepten, welche die kosmische Macht zur Zerstörung benutzen, waren die dunklen Brüder, schwarze Magier, die gegen die Kinder des Lichts kämpften. Sie versuchten, jene festzuhalten oder zurückzuziehen, welche von den Kindern des Lichts ins Licht gebracht werden sollten. Die schwarze Bruderschaft ist die Antithese der weißen Bruderschaft. Die eine zerstört, die andere baut auf. Die schwarze Bruderschaft hat eine Organisation, die heute als schwarze Dukpas bekannt ist, deren Adepten ebenso ihre Schüler haben wie die weißen Adepten. Sie strukturieren ihre Organisation in der gleichen Art wie die Weiße Loge, und oft verführen sie Menschen zur Annahme, sie wären von der Weißen Loge. Sie helfen den Menschen, bestimmte Dinge und Kräfte zu erhalten, bis sie in ihren Schlingen haben, und dann, wenn sie nicht mehr entfliehen können, lassen sie die Falle zuschnappen. Sie haben gewisse besondere Kräfte entwickelt, wie zum Beispiel das Öffnen der 7. Dimension und das Rufen von Elementalen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie haben die Kraft der Gedankenmanipulation durch Gedankenübertragung und Hypnose.
Dadurch erlangen sie die Kontrolle über den Verstand und führen ihn in Verwirrung. Wenn sich jemand der schwarzen Bruderschaft unterwirft und seinen Namen in ihr Buch schreibt, so ist er während dieser Inkarnation an sie gebunden. Die Seele des Menschen darf nicht angebunden werden, wenn sie wünscht, im Licht voranzuschreiten. Die Hingabe an dunkle Mächte beinhaltet den Ausschluss des Lichts. Nur durch Dunkelheit und Unordnung ist der Mensch ans Fleisch gebunden, deshalb sollte er licht und geordnet werden. Die schwarze Bruderschaft versucht immer, jene Personen hinabzuziehen, die auf dem Pfad des Lichts eine gewisse Entwicklung erlangten und schon Kräfte entwickelt haben. Dies ist der Grund, warum eine Person, die sich höher entwickelt hat, mehr Anfechtungen widerstehen muss als eine Person, die wenig oder keine Entwicklung durchgemacht hat. Je mehr jemand über das Licht gelernt hat, desto mehr weiß er paradoxerweise über die Manipulation von Unordnung, und umso wertvoller wird er für die schwarze Bruderschaft. Die Entwicklung von Vernunft und Ausgleich ist notwendig, damit wir die Dunkelheit von Licht, Ordnung von Unordnung in den Worten jener, die zu uns kommen, unterscheiden können. Nur durch das Überwinden von Hindernissen und kontinuierliches Streben wird das Ziel erreicht. Im Gegensatz zur schwarzen Bruderschaft steht die weiße Loge, die ständig danach strebt, die Menschen aus der Unordnung zu befreien und die Kräfte der schwarzen Bruderschaft abzuwehren. Wenn der Suchende wirklich nach Licht und nicht nach Macht strebt, wird sich die weiße Loge zwischen ihn und die schwarze Bruderschaft stellen, da sie größere Macht hat als die schwarze Bruderschaft. Der schwarzen Bruderschaft ist es jedoch erlaubt zu existieren, da sie ein Teil der Finsternis ist, die der Mensch überwinden und über die er emporsteigen muss. Der Krieg zwischen den Kräften der schwarzen Bruderschaft und der weißen Loge hat sich seit dem Anfang fortgesetzt. Die Meister und großen Adepten der weißen Loge benutzen die Kraft der erwachenden Sonne im Menschen, um zu bewachen und zu beschützen. Die Kinder des Lichts, jene, die niemals ihr ursprüngliches Einssein verloren haben, sind auch Beschützer des Menschen, der ihr Bruder ist. Sie sind Hüter von Geheimnissen, welche die Dunkelheit zurückdrängen, und diese werden denjenigen gegeben, die den Weg zur Meisterschaft eingeschlagen haben. Wer wünscht, Meister zu sein, muss die Gesetze beherrschen lernen, welche die Manifestation regeln. Er muss die Furcht besiegen und unerschrocken den Weg des Lichts gehen. Hier werden Todsgeheimnisse über das Wirken des Schutzgesetzes angeboten. Nur durch Wissen kannst du siegen. Du musst gegebenes Wissen anwenden, sonst ist es nutzlos. Viele der Schwingungen, die negativ erscheinen, kommen in Wirklichkeit aus uns selbst und nicht von äußeren Zuständen. Ein Mangel an Gleichgewicht des Verstandes zeigt sich oft im Erregen von solch negativen Gedanken, dass wir wirklich meinen, äußere Wesen oder Mächte würden an uns arbeiten. Setze das Licht der Vernunft gegen diese Störung ein und finde heraus, ob es von außen oder von innen kommt. Falls es von innen kommt,
Erzeuge eine Schwingung in der Zirbeldrüse, Epiphyse, und schicke sie in unregelmäßigen Wellen durch den Körper. Das heißt, schicke die erste Welle hindurch, zähle dann auf 1, schicke die nächste Welle hindurch und zähle auf 3, eine andere Welle, dann zähle auf 2, eine Welle, dann 1, Welle, dann 3 und so weiter. Nachdem du dies eine Weile getan hast, schicke regelmäßige Wellen hindurch auf die folgende Art. Schicke eine Welle, zähle auf 2, eine Welle, zähle auf 2 und so weiter. Wenn du aber findest, dass es eine äußere Macht ist, solltest du in einen dunklen Raum oder eine Höhle gehen und einen Kreis um dich herumziehen. Jedoch den Kreis nicht eher schließen, bis du im Kreis drinnen bist, und dann die angegebene Formel befolgen. Die Formel dient sowohl anderen wie auch dir selbst. Die Kraft, die gegeben wird, darfst du benutzen,